Vielen Dank, Veronika, dass ich dich heute für Chronisch Ehrlich interviewen darf. Gerne. Das freut mich sehr, gerade auch, dass wir über dieses spannende Thema reden dürfen. Und ja, Chronisch Ehrlich soll ein Kanal sein, wo Erkrankte einfach Mitgefühl, Empathie und Verständnis abholen dürfen. Und heute geht es um ein super spannendes Thema. Und ich werde viel ablesen, weil es ein sehr persönliches Thema auch ist, was mir nahe geht. Und deswegen muss ich mich da dann manchmal orientieren. Genau, das Thema heißt Sexualität in Krankheitsphasen. Und für chronisch Erkrankte steht jetzt das Thema Sexualität nicht gerade an erster Stelle. An erster Stelle steht natürlich gesund werden. Und dennoch ist es so, dass wir unsere Sexualität nicht stumm schalten können. Und ob wir jetzt Single sind oder in einer Partnerschaft leben, wo dann auch unser Gegenüber natürlich Ansprüche oder Bedürfnisse ankündigt. Ja, und heute dürfen wir über dieses brennende Thema sprechen. Und du bist klinische Sexologin, systemische Beraterin und Autorin und Sprecherin. Und wir haben schon ein bisschen gefilmt, und zwar auf einer Buchlesung von dir. Und bevor ich nun themenbezogen Fragen stelle, erzähl uns doch ein bisschen, wie bist du eigentlich zur Sexologin geworden? Ja, das ist natürlich ein Lebensweg. Also ich bin ausgebildete Sozialpädagogin und ich habe auch zusammen mit meinem Mann eine sozialpädagogische Pflegefamilie geführt. Also wir haben zu den eigenen 4 Pflegekinder großgezogen. Und als unsere Pflegekinder erwachsen waren, wollte ich irgendwie so im Beraterischen tätig werden und habe dann eigentlich gleichzeitig eine Erziehungsberatungsausbildung gemacht und die systemische Paar- und Familientherapie-Ausbildung und habe mich selbstständig gemacht als Beraterin. Und ob man Kinder großzieht, ob man Erwachsene oder Paare beratet, Eltern beratet, das Thema Sexualität, das spielt schnell immer rein. Also weil im Alltag des Menschen spielt Sexualität eine entweder positive Rolle oder eine negative Rolle, aber irgendwie ist das immer präsent. Und so im Laufe meiner Beratungstätigkeit habe ich mich dann entschieden, eine sexologische Ausbildung auch noch zu machen. Da kann man verschiedene Stufen machen. Ich habe, als ich angefangen habe, noch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt 6 Jahre in dieser Ausbildung drin bleiben werde bis zur klinischen Sexologin. Aber es ist auch mit dem Schreiben der Bücher und den zunehmenden Vorträgen und so habe ich einfach gespürt, wie groß die Not ist und dass ich irgendwie so eine Plattform bekomme, wo ich Menschen wirklich auch helfen kann. Und deshalb bin ich dann dran geblieben. Schön, gut für uns. Ja, ich nehme dich jetzt kurz in meine Geschichte rein. Du kennst die ja schon ein bisschen. Ich war selber 10 Jahre chronisch krank und von dieser Krankheitsepisode die letzten 2 Jahre so stark, dass ich einfach über Monate arbeitsunfähig war. Und natürlich habe ich mich für die wichtigsten Termine dann aus dem Bett geschleppt und das Beste gegeben und aufgetreten. Aber mein Rückzugsort war mein Bett. Es war der Ort der Schmerzen für mich. Es war der Ort der Trauer und der Ort, in dem ich in Ruhe gelassen wurde. Und nicht der Ort, wo ich mit meinem Mann jetzt meinen Körper entdecken wollte. Und dieser Zustand war sehr demütigend für mich. Also vor allem am Ende der Erkrankung, wo ich wirklich einfach nur noch in dieser Schmerzwelt war. Und zwar, ja, warum demütigend? Das habe ich mich selber dann auch ein bisschen gefragt. Und zwar, weil ich mich einfach schämte, nicht mehr an einem Sexleben interessiert zu sein. Ja, was war ich denn für eine Frau, habe ich mich gefragt, wenn ich weder
arbeiten, noch irgendwo auswärts essen, Feste feiern und dann auch nicht Sex haben wollte. Und ja, vor meiner Erkrankung war es so, dass ich sehr gerne mit meinem Mann schlief und es auch genoss. Aber mit dieser Erkrankung kam diese völlig neue Erfahrung. Und das ist die Erfahrung, wenn man merkt, der Körper wendet sich gegen einen. Der Körper ist mein Feind, der meint es anscheinend nicht gut mit mir, sonst würde er mich nicht so plagen. Und das ist also die eine Demütigung, irgendwie zu schwach für das Leben zu sein. Und das andere ist dann noch, dass man das oft den anderen gar nicht beibringen kann, die das nicht erleben, die so ein Schmerztrauma nicht kennen. Und da möchte ich dich einfach fragen, was sind deine Erfahrungen mit solchen Geschichten und was ist dir als Therapeutin wichtig, um diese Klientin im ersten Schritt mal aus dieser Scham herauszuholen? Also ich denke, viele Menschen sind nicht nur Frauen, haben eine Krankheitsgeschichte und machen genau dieselbe Erfahrung, wie du machst, dass Sexualität in Krankheitsphasen eigentlich sehr in den Hintergrund tritt. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, wie war die Beziehung zur Sexualität schon davor. Und ich denke, etwas, das viele Frauen erleben, ist, dass sie eigentlich Sexualität vor allem als Paarsexualität kennen. Und das heißt, es ist immer bezogen auf den anderen. Und wie du beschreibst, kommt dann das schlechte Gewissen dem anderen gegenüber. Und die Sexualität wäre aber auch, und das ist ein kulturelles Handicap, das wir haben, wäre auch eine persönliche Ressource. Das heißt, wie habe ich meinen Körper und meine Sexualität schon als Ressource erlebt, bevor vielleicht die Krankheit kommt? Oder das kann auch eine schwierige Geburt sein, oder das kann eine Depression sein, oder es gibt auch Krankheiten am Genitalorgan, also Lichensklerose zum Beispiel. Und die Frage ist, bedeutet Sexualität für mich etwas Schönes, das mir auch helfen könnte in der Krankheitsphase? Aber das geht nicht, wenn ich nicht davor schon auf diese Art und Weise einen Zugang zu meinem Körper gehabt habe. Wir müssen uns wie vorstellen, je weniger gut verankert die Sexualität für mich persönlich ist, desto mehr muss ich wie so Hürden überwinden, um überhaupt Sexualität zu haben. Das kann nur schon Müdigkeit sein oder Stress und viel Kinderalltag und stillende Kinder und all diese Dinge. Also es hat sehr viel mit der persönlichen Beziehung zu meinem sexuellen Körper zu tun. Und das hat nicht nur mit Sex haben zu tun, sondern mit was habe ich für einen Bezug zu meinem Körper? Bin ich Körper? Ja, oder ist der so ein Fremdkörper, oder? Was auch total schwierig ist, dann so groß oder philosophisch zu denken, wie du jetzt diese Frage auftust, wenn man halt schon in dieser Erkrankung, in diesem Schmerz drin ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit solchen großen Fragen auseinandersetzt, gleich null. Deswegen wirklich, wo ist so dieser erste Impuls, die Patientin oder Klientin da abzuholen, wo sie in dieser Scham ist und auch in dieser Angst. Und diese Angst kommt einfach, weil wenn man so krank ist, ist Angst ein großer Begleiter von einem. Man hat eigentlich täglich Angst, weil man gelernt hat, dass der Körper einen im Stich lässt. Das ist
eine sehr, sehr, sehr tiefgehende, schlimme Erfahrung, wenn man merkt, man weiß nicht, wie der nächste Tag wird. Und hier dann noch die zusätzliche Angst, dass der Mann einen verlassen könnte, Genau. weil man das nicht bieten kann, also diese Paarsexualität, was du vorhin angesprochen hast. Und jetzt mal dahingestellt, ob man sich nur darüber identifiziert hat oder das Sexleben nur identifiziert hat, dass man es mit einem Partner auslebt, ist dennoch diese Angst so omnipräsent. Also einmal die Angst, man wird nicht mehr gesund, man findet den Körperzugang nicht und im schlimmsten Fall werde ich dann noch von meinem Partner verlassen. Also ich denke, ein ganz wichtige Ressource wäre, dass man Sexualität anders begreifen würde. Also nicht einfach nur das Orgasmus fixierte Erlebnis, sondern dass man versucht, dass man nicht den Kontakt abreißen lässt zum anderen und gleichzeitig auch entdeckt, daraus für sich was zu nehmen. Also was natürlich bedingt, dass man darüber spricht. Also ich würde versuchen, in der Beratung die Angst zu nehmen, genau diese Bedenken und Befürchtungen zum Thema zu machen. Dann aber auch ganz kleine Schritte, wie ist Nähe ertragbar, was ist möglich, was ist nicht möglich, darüber zu sprechen und eben Sexualität auch anders denken zu lernen. Also Sexualität ist auch Intimität, Sexualität ist einander auch einfach zu halten. Sexualität ist auch, sagen wir mal, einfach Erregung zuzulassen, ohne dass das gleich zu einem Ziel führen muss. Und mit Ziel meinst du der Orgasmus? Genau, die Penetration, der Orgasmus, das, was wir ja immer als Sex bezeichnen, aber das ist ja eine eingeschränkte Sicht von Sex. Genau, und ist eben, wenn man schwer erkrankt ist, so auch nicht möglich. Also Genau. den Körper so aktiv zu bewegen, dass es zu einer Penetration kommt. Genau. Und da auch wirklich die konkrete Frage an dich, welche schönen Übungen gibt es denn? Also dass wir ein bisschen konkreter werden, wie man als Paar oder auch selber auch die schönen Bereiche des Körpers und der Liebe und der Zärtlichkeit austauschen kann. Also ich möchte vielleicht vorausschicken, Ja. zu verstehen, warum selbst kleinste Berührungen wichtig sind. Bitte. Also unser Hormonhaushalt, der stellt so sicher, dass wir gut funktionieren. Das sind verschiedene Hormone, die in den Nebennieren und in den Geschlechtsorganen und im Hirn freigesetzt werden. Und wenn wir zärtlich sind, wenn wir uns in die Augen schauen, wenn wir uns anlächeln, aber auch wenn wir was Schönes unternehmen oder so, dann steigt dieser Hormonspiegel. Und in diesen Hormonen hat es unter anderem auch Glückshormone und Bindungshormone und eben auch Schmerzmittel drin, also Dopamin zum Beispiel. Und das heißt, allein aus diesem Grund der Wellness, des Wohlbefindens, wäre es gut, nur schon Zärtlichkeiten zu spüren. Und natürlich kann es jetzt im Schmerz sein, muss man herausfinden, ob man die feinen Berührungen nicht erträgt, aber vielleicht einfach zu halten, etwas Druck zu vermitteln. Oder? Das muss man wieder herausfinden, was ist noch möglich. Und aber immer davon ausgehen, dass das regt die Hormone an, sich zu vermehren. Und einen Orgasmus hat die Wirkung von mal 1000 von einem Grundumsatz. Und wenn man das ein bisschen versteht, kann es vielleicht auch sein, dass man sagt, es braucht zwar eine Überwindung, aber wir halten uns jetzt nackt und genießen das einfach, auch wenn da irgendwie Schmerzen sind. Oder wir
wir berühren, wir küssen, wir reden miteinander, was ist möglich, vielleicht sogar genitale Berührungen, sich gegenseitig zur Erregung bringen, stimulieren, vielleicht auch Orgasmus haben, ohne zu penetrieren, wenn das nicht möglich ist. Aber einfach diese Intimität, Zweisamkeit, dieses Halten, dieses Berühren ganz bewusst einzusetzen, auch wenn man sich im ersten Moment das überhaupt nicht vorstellen kann. Ja, also das klingt so, wie du es jetzt auch aufgezählt hast, eigentlich wie ein sehr, sehr gutes Medikament. Ja, ja. Ohne Verschreibung. Ja. Ja. Also ich kann dazu vielleicht auch noch ein Buch empfehlen, das ist ganz neu erschienen. Das ist von der Susanna Sitari Rescio oder Resco, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Sinnliche Intimität. Und der Untertitel ist Berühren und berührt werden und da hat es ganz viele schöne Anleitungen. Ich glaube, das ist wie eine neue Sprache lernen. Ich habe in der Beratung ganz viele Paare, die so nach vielen Ehejahren so sagen, eigentlich haben wir mechanische Sexualität und die gefällt uns eigentlich gar nicht. Und da hat es nicht mit Schmerzen zu tun, aber ich denke, viele Menschen sind in der Sexualität Analphabeten. Und das hat damit zu tun, dass niemand, dem wir vertrauen oder der uns besser kennt oder so, dass wir mit denen über Sexualität sprechen. Und wenn wir ins Internet gehen, dann denken wir vielleicht, das ist alles nur abartig oder nur für ich weiß ich wen oder also. Ja, das ist wieder die Penetration im Vordergrund. Genau, ja. Genau. Und nicht die Zärtlichkeit. Und ich glaube, was das erotische, sinnliche, heilende an der Sexualität, das etwas anzusehen, als das mir gut tut und nicht etwas, das ich dem anderen geben muss. Das kennen wir nicht genau, so. Da möchte ich nämlich einhaken. Das sind nämlich die Horrorgeschichten, die mir geblieben sind. Das von Frauen, die von Männern verlassen wurden, weil sie keinen Sex mehr hatten oder keinen Sex mehr geben konnten. Sei es jetzt nach der Geburt, noch ein nachgeburtliches Trauma und so weiter. Wo einfach, und diese Angst, die kroch bei mir natürlich auch hoch. Und ich dachte, wenn ich jetzt die Phase habe, und ich hatte schon immer die Hoffnung in mir ganz tief drin, dass ich einen Heilungsweg finden würde und dass ich da rauskomme. Aber ich wusste dennoch, das kann Monate dauern, wenn nicht Jahre. Und da verlange ich jetzt oder hoffe ich, dass mein Partner meinen Rücken stärkt. Und eine Geschichte, die ich vielleicht noch teilen kann, die mir ein Mann erzählt hat, er hatte unkontrollierten Durchfall immer wieder und das sind zweimal Missgeschickte im Ehebett passiert und die Frau hat ihn nach dem zweiten Mal mit den Kindern verlassen. Was natürlich das eine Schicksal schon ist, erkrankt zu sein und das andere Schicksal dann damit allein gelassen zu werden. Wie würdest du als Paartherapeutin mit solchen Situationen umgehen? Oder die Frage ist, wie kann man als Paar, wenn so ein Schicksalsschlag kommt, mit diesem Drama umgehen? Das ist eine große Frage, ich weiß. Ich würde halt sagen, das sind jetzt natürlich so dramatische Schicksale, die wir dann hören oder uns erzählen. Und wir ja nie in den Zusammenhang stellen, wie viele machen das nicht in derselben Situation. Und ich habe aus der Beratung die Erfahrung, das ist ein Lösungsweg, der ein Mensch sucht. Es hat sehr mit seiner Sicht auf die Beziehung zu tun oder wie er in diese Beziehung überhaupt sich je eingelassen hat. Also ich sehe das natürlich oft,
ich nehme jetzt mal das Beispiel Männer, die fremd gehen, weil sie sagen, ich bekomme von meiner Frau nicht den Sex, den ich mir wünsche, oder nicht genügend Sex oder überhaupt keinen Sex. Oder es kann auch schon die Aktivität sein, die bei einer Erkrankten auch wegfällt. Genau, Das Weggehen, das Party genau. machen. Und das aber, das Fremdgehen, das ist einfach ihr Lösungsansatz. Aber Sie können ja das Problem auch anders lösen, indem Sie überhaupt das Problem mal zum Thema machen. Und oft sind Menschen, die einfach so eine Beziehung verlassen, nicht in der Lage, über Dinge zu sprechen. Also ich würde mal sagen, es ist ein Kommunikationsproblem, es ist ein Verbindungsproblem. Man kann auch fragen, was machte dann die Beziehung aus, bis das passiert? Ist das überhaupt ein Paar, das tief verbunden ist? Und dann ist das vielleicht einfach so der letzte Ausschlag, damit es geschieht. Also, Ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass so Ansprüche da sind. Also, dass genau. also Klientinnen erzählen mir auch, die verlassen wurden, dass halt der Partner oder die Partnerin dann sagt, ich will noch viel erleben, viel reisen und mit dir kann ich das nicht machen, deswegen bin ich raus. Genau. Aber das ist die Sicht von einem Leben, wo man das Gefühl hat, man hat ein Recht auf bestimmte Dinge. Und wenn ich die nicht bekomme, dann habe ich ein Recht, diesen Menschen zu verlassen. Und ich denke, das ist eine sehr egoistische Sicht auf Beziehung. In unserem Zivilgesetzbuch zum Beispiel ist festgehalten, dass Sex nicht eingefordert werden kann in einer Ehe. Also vor keinem Gericht kannst du einklagen, dass du keinen Sex bekommst in der Ehe. Gibt es nicht. Und trotzdem haben wir manchmal so eine Sicht auf Beziehungen, weil wir denken, wenn der andere mir nicht bringt, was ich brauche, dann habe ich das Recht, mir zu nehmen, was ich nicht bekomme, oder ihn zu verlassen. Aber das Problem ist ja, dass eigentlich keine Verhandlung und keine Auseinandersetzung und keine Kommunikation stattfindet darüber, mir fehlt was oder was fehlt denn mir, wie könnten wir das vielleicht kompensieren oder wie lösen wir dieses Problem. Also in der Regel finden in diesen Situationen keine Kommunikation statt. Ja. Ja, und die Kommunikation, die schmerzt ja auch voll. Also ich habe es so gemerkt, als ich dann meinem Mann gesagt habe, wie sich das für mich anfühlt und welche Ängste auch hochkommen, ist bei mir auch so ein Wort hochgeploppt, was ich gerne mit dir auch anschauen würde. Und zwar kam bei mir wirklich diese Horrorangst, dass ich jetzt frigide geworden bin. Und schon nur dieses Wort, das kotzt mich so an, weil diese Demut, die ich schon gespürt habe und diese Scham, das hat es noch unendlich gemacht. Vielleicht können wir das auch anschauen, weil ich glaube, das ist dann schon eher so ein Frauendings, also was über uns Frauen über die letzten Jahrhunderte ein bisschen ausgesprochen wurde. Und dann kommt nämlich noch was dazu, was auch mit dem Körperlichen zusammenhängt. Wenn man über Jahre immer wieder zu Ärzten geht und das Blutbild ist noch in Ordnung, was in Deutschland damals in Ordnung war, weil sie das Kleine gemacht haben. In der Schweiz sah das dann ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz wurde mir immer der Eindruck verliehen, dass ich übertreibe, dass ich ein psychisches Problem habe und eigentlich nur Antidepressiva bräuchte. Und diese Bürde und dann noch die Sexualität wie zu verlieren, zeitweise, und dann dieses Wort frigide, das war mega schrecklich, diese Angst. Auch das zu kommunizieren. Also interessant ist ja, dass sagen wir mal, in unseren Köpfen, im Volksmund, in unserer Gesellschaftskultur noch
Worte vorhanden sind, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Also frigide ist so ein Wort, das haben wir Freud zu verdanken, und Freud haben wir noch ein paar andere Missverständnisse zu verdanken über den vaginalen und den klitoralen Orgasmus und so. Ich denke, heute wird das vor allem wahrscheinlich gebraucht, um den anderen zu demütigen, oder? Und du hast natürlich recht, das war ein Wort, das man vor allem für Frauen gebraucht hat. Meine Erfahrung heute ist, es gibt ziemlich viele Männer, die genauso keine Lust auf Sex haben, wie das Frauen haben. Und heute ist das Wort frigide, das wird eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Ein neues Modewort ist die Asexualität. Aber in dieser Schule, wo ich Sexualtherapie gelernt habe, da spricht man eigentlich auch nicht von Asexualität, sondern davon, dass einfach Sexualität nicht gelernt oder nicht entwickelt ist. Also es ist so wie ein unbeschriebenes Blatt. Aber eben das ist wichtig vielleicht zum Begreifen, dass Sexualität oder auch Sexualität mit erschwerten Bedingungen eigentlich gelernt werden könnte, entwickelt werden könnte. Und das mit der Psychoschiene, ich glaube, es zeigt einfach die Hilflosigkeit der Umgebung, mit Einschränkungen umzugehen. Ich glaube, da sind wir nicht so gut. Überhaupt zu akzeptieren, dass es Einschränkungen gibt im Leben. Und das sind dann schon Bösartigkeiten, oder so dem anderen das zu unterschieben, ihm vor die Füße zu werfen, du bist. Und oder sich selber. Also in meinem Fall habe ich mir das selber gesagt, genau, was aber ja auch eben, nicht woher, liebevoll ist. Genau, woher nimmst du überhaupt diese Terminologie, Ja. wäre jetzt noch interessant, oder? Ja, schon Prägung. Und ich glaube, es ist Prägung, und wir Frauen haben so die Tendenz tatsächlich, wir denken, wir sind was schuldig. Wir denken, wir sind dafür verantwortlich, ob jetzt ein Mann geht oder nicht geht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Warum? Weil der Mann selber dafür verantwortlich ist, wenn er mit dieser Situation nicht umgehen kann und einfach geht. Ja. Also auch die ganze Thematik, sich selber Lust zu verschaffen, müsste natürlich zum Thema werden in Krankheitssituationen. Also man stirbt nicht, wenn man keinen Sex hat, und man kann sich selbst Lust verschaffen. Also auch ein Mann kann durch so Phasen einfach auch zu sich selber sehr nett sein und auch ein bisschen auch für sich selber schauen. Oder? Selbstfürsorge. Selbstfürsorge, genau. Ich habe ein Wort gesucht, ist mir ganz eingefallen. Ja? Also, genau, weil der erkrankte Part ist in dieser Phase gefordert, Selbstfürsorge für sich, damit er aus diesem Trauma, aus diesem Schmerztrauma aber das rauskommt. muss der andere Partner auch. Der genau. muss das auch. Und eigentlich ist es mega die Chance zu reifen, weil wenn man die Dinge mal nicht hat und sie nicht so laufen, muss man beweglich werden und schauen, wer bin ich jetzt in dieser neuen Situation, wer sind wir als Paar in dieser neuen Situation. Oder das ist ja schon interessant, die Statistiken für Fremdgehen, die zeigen uns ja, eben, es ist rund um die Schwangerschaft erhöht, rund um die Geburt erhöht, also in der Kleinkinderphase oder dann, eben sagen wir mal, Krankheitsphasen oder so. Und ich denke, es ist einfach ein Armutszeugnis für Lösungsfähigkeit. Oder das hat nicht eine zwingende Logik. Ja. Aber wir Frauen fühlen uns dafür verantwortlich, ob es passiert oder nicht passiert.
Und warum ist das so? Ja, ich denke, das hat natürlich schon sehr viel mit den Rollenbildern zu tun, die immer noch sehr präsent sind. Die Frau, die garantiert, dass die Beziehung gelingt, diese Annahme sitzt tief. Mhm. Und es wäre natürlich schön, sagen wir, wenn wir in der Familie als Eltern, Mutter und Vater, Kindern vermitteln können, dass Männer genauso für die Beziehung verantwortlich sind wie Frauen. Mhm. Dass es eigentlich ein Teamwork ist, sich auf Augenhöhe Verantwortung übernehmen und nicht einfach, ich bringe das Geld heim, die Versorgung und du schaust, dass das alles zusammenhält. Mhm. Und wenn ich nicht zufrieden bin, dann hole ich es mir anderswo. Mhm. Das machen übrigens auch Frauen. Genau. Das macht, so die Unzufriedenheit der Frau ist auch ein großes Stressthema in der Beziehung. Mhm. Ja. Ja. Genau, ich komme zurück zur Libido von mir. Und zwar, ich habe ja dann diese Ernährungsumstellung gemacht, Selbstfürsorge geübt in der Nahrungsaufnahme und etwa nach 9 Monaten ging es mir wirklich so viel besser. Also die Symptome waren so gut wie weg. Und dann habe ich mir so gedacht, so jetzt könnte das doch wieder wie in alten Zeiten sein. Und so war es aber nicht, weil es tatsächlich sich so angefühlt hatte, als hätte ich mich ein paar Jahre auf einem Kriegsfeld befunden. Mhm. Diese Schmerztraumata saß so tief. Ich habe gelernt, meinen Körper abzuspalten, gerade in dem Bereich PMS, Endometriose, Darmprobleme. Man tut seinen unteren Körperbereich einfach abspalten, versucht dann keine Gefühle, keine Empfindungen zu haben, weil es enorme Schmerzen sind. Ja. Und dieser Dorn war so wie in mir drin und ich dachte, gut, wie kriege ich den jetzt noch raus und wie können wir Sexualität wieder erlernen? Und ich habe das Glück, dass ich immer sehr ehrlich mit meinem Mann über alle Sachen reden konnten. Ich denke, dass es auch wirklich ein Grund dafür ist, dass wir noch zusammen sind, weil wir es immer einander die Bedürfnisse sagen durften, natürlich respektvoll und ohne Vorwurf und auch über die eigenen Ängste gesprochen haben. Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und dachte, okay, was gibt es da draußen, was mich wieder zurück zur Sexualität bringt, und zwar eine liebevolle, dass mein Körper erstmal ankommen darf und wieder gestreichelt wird und was auch immer. Und du hast vorher gesagt, viele Paare haben diesen automatischen Sex oder diesen Automatismus? Mechanischen Sex, genau. Und das wollte ich auf keinen Fall, dass man einfach um des Sex Willens dann einfach wieder das einführt. Ja, jetzt haben wir wieder Sex. Und wir haben dann aus unserem Umfeld heraus kennen wir eine Tantra-Masseurin. Sie nennt sich auch Berührungsheilerin, was ich auch einen mega schönen Ausdruck finde. Und wir haben da Unterricht genommen, unseren Körper einfach ganz anders zu begegnen und dass es weniger eben um die Penetration geht, sonst wieder anzukommen, sich berühren, einfach mal da liegen zu dürfen, einander umarmen, im Intimbereich andere Massagen zu geben, wie ich sie bisher kannte. Und das war wirklich sehr, sehr heilsam und auch so ein toller Neuanfang, weil ich das vor der Erkrankung überhaupt nicht kannte. Und dann kam die Erkrankung, also diese Durchstrecke, und dann das wie so ein neues Kapitel aufmachen als Paar und sagen, das ist vorbei, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo können wir auch daraus reifen. Und wenn schon ein Neuanfang,
dann dürfen wir auch ganz neu anfangen und das Paar schauen, was uns jetzt gut tun würde. Genau, ich weiß gar nicht, auf welchen Punkt ich kommen würde. Doch, genau, und zwar für uns war das diese Lehre in dieser Tantra-Massage. Was kennst du für Praxen, sagt man, Praxen, um nicht sofort und unter Druck wieder in dieses Sexualleben, dieses Mechanische reinzukommen, sondern es wirklich dieses Neuerlernen auch genießen zu können als Paar, weil es eben eine Chance ist, es ist ein Neuanfang und ja. Also ich glaube, dass viele Paare mit oder ohne so eine Geschichte im Laufe der Jahre immer wieder Sexualität neu erfinden müssen. Also der junge Sex ist ein schneller Sex. Vielleicht ist es sogar ein harter Sex, was dann auch vielleicht irgendwann zu Schwierigkeiten führt. Der ältere Sex wird je länger, je mehr ein langsamer Sex. Und dazwischen gibt es verschiedene Übergangsphasen und ich glaube, dass es wichtig ist, das Paar immer wieder auch sich zu entwickeln. Da geht es jetzt viele, wenn der Sex anfängt so ein bisschen langweilig werden oder so immer dasselbe oder so, dann gehen viele dazu über, neue Techniken, Spielzeuge einbauen, Szenarien, irgendwelche vielleicht auch Pornos und was alles dazu nehmen. Und die Krux an der Sache ist, dass wir immer auf der Suche nach einem Kick sind, der uns die Lust auf den Sex bringt. Und das funktioniert, im ersten Moment funktioniert das immer, aber das ist nicht anhaltend, weil es eigentlich nicht in uns verankert ist. Also es kommt nicht aus uns. Es geht nicht um, was kann ich spüren, sondern wie schaut es aus und was gibt mir den Kick. Und ich glaube, die Chance für die Sexualität, jahrelang, über Jahrzehnte mit demselben Partner lustvolle Sexualität zu erleben, ist die, dass ich dahin komme, dass ich wie spüre, Sexualität hat damit zu tun, was kann ich mit meinem Körper erleben? Was kann ich aus meinem Körper heraus empfinden, wahrnehmen, wecken, die Erregung aus mir selbst wecken, aus dem, was mein Körper spürt. Und die Chance ist tatsächlich, über die Wahrnehmung und Berührung und Empfindung ein ganz neuer Zugang zur Sexualität zu finden, wie du das beschrieben hast. Und so die Praxen, wie du sagst, die Praktiken oder so, das, also ein Stichwort wäre zum Beispiel das ganze Slow-Sex-Thema. Da findet man einige Bücher. Da ist zum Beispiel auch eines von Eva Maria Zurhorst, Soul Sex, also Seelensex ist eines, aber es gibt ganz viele. Und eben das Buch, das ich schon erwähnt habe, also diese Berührungssexualität, würde ich vielleicht mal so nennen. Aber das Wichtige ist, was du eben beschreibst, wie du es erlebt hast, wenn die Verbindung gerissen ist zur Sexualität, weil die Erregung entsteht eben schon da unten. Natürlich ist es auch eine Kopf- und Herzsache, aber die Klitoris oder der Penis mit den Schwellkörpern, mit den Berührungspunkten und so, das ist da unten. Und wenn das abgespalten ist, komme ich nicht mehr darunter. Und du sprichst vom Trauma. Und das Trauma bewirkt eben, dass ich, sobald das Trauma aktiviert wird, kommt dieser Schalter, der da abschließt. Oder? Und wichtig sind, das muss nicht mal eine Sexualtherapie sein, es könnte auch eine Körpertherapie sein, die
die mir hilft mit Atemtechniken, mit Berührungen wieder zulassen, erfahren, das mit dem Atem oben und unten verbinden. Irgendeine Körpertherapie, die mir diesen Zugang zu meinem Körper wieder ermöglicht. Ja. Ja. Und das braucht Zeit, es braucht kleine Schritte, weil das Trauma bewirkt ja immer, wir gehen entweder in 3 Richtungen, entweder Flucht, Kampf oder Einfrieren. Und man kann bei sich mal ein bisschen beobachten, weißt du, wie du reagiert hast aufs Trauma? Was würdest du sagen? Vielleicht einfrieren. Einfrieren, ja. Und einfach so starr nichts spüren. Genau, ist kontraproduktiv, wenn es um Sex geht. Natürlich, aber es ist natürlich Überlebenshilfe, oder? Ja. Das war so konnte dein Körper und deine Seele dieses Trauma überleben. Ja. Und jetzt geht es daran, mit irgendeiner solchen Therapieform diesen Punkt immer wieder zu überwinden, wo es das tun wollte, wo das Nervensystem einen Shutdown macht. Ja. Immer wieder an diese Grenze gehen und sagen, geht's noch ein bisschen weiter? Wie setze ich den Atem ein? Wie setze ich meinen Körper ein? Es ist zum Beispiel auch Körper in kleine Bewegungen bringen, macht es möglich, immer wieder diese Grenze auch ein bisschen auszudehnen. Ja. Und ich würde natürlich, ich glaube schon, raten, in so einer Situation fachliche Hilfe anzunehmen, egal in was für eine Richtung. Ja, genau. Ja. Ja, ich habe dann zusätzlich, mache ich eine Traumatherapie. Genau. Und genau, also das ist sicher definitiv wichtig. Also Körpertherapien sind in dem Sinn sehr hilfreich, weil man heute weiß, dass ich über den Körper die Kognitionen besser erreiche als über die Kognitionen den Körper. Ja. Also ich kann über Gesprächstherapie vielleicht nicht erreichen, dass mein Körper trotzdem jedes Mal einen Shutdown produziert. Ja. Aber über den Körper kann ich beeinflussen, ob da oben die Angst losgeht oder nicht. Ja. Ja. Was ich jetzt noch mega interessant fand, und zwar möchte ich da eine Brücke schlagen zu der Ernährung. Und zwar hast du gesagt, viele gewöhnen sich an, im Außen dann sich den sexuellen Kick zu holen, wenn dieser Mechanismus gekommen ist oder eine Unzufriedenheit oder eine Hürde wie Schwangerschaft, Kleinkindphase oder Erkrankung. Und das ist das, was ich meinen Klientinnen in der Ernährung auch immer wieder sage, dass wir lernen dürfen, nicht ins Außen zu gehen, sondern im Innen zu arbeiten und zu sagen, okay, außen gibt es 100.000 Diäten, es gibt 100.000 Medikamente, es gibt das, aber das ist alles im Außen, das ist ein Doktor im Außen, das ist ein Medikament im Außen, aber was ist eigentlich innen? Ja. Warum essen wir so, wie wir essen? Welches Essen fördert Entzündung und welche nicht? Und das ist so spannend in diesem sexuellen Bereich, in Beziehungen, aber auch in unserem Essverhalten, zu sagen, okay, wo haben wir uns antrainiert, Lösungen zu suchen, die eigentlich gar nicht förderlich sind. So. Ja. Ich glaube schon, dass wir da auch kulturell ein bisschen handicapiert sind, weil das wird uns nicht gelernt, auf uns selbst zu hören, was das bedeutet, auf unseren Körper zu hören, so wahrzunehmen, was tut uns eigentlich gut und was tut uns nicht gut. So schade, oder? Ja, weil wir so viele Gefühle, Gedanken, wir sind so ein emotionales Wesen und dann haben wir irgendwie gelernt, das irgendwie zu funktionieren. Und wir sind eben auch ein sexuelles Wesen und das ist das, was mich immer wieder erstaunt.
wie wenig wir darüber wissen, obwohl ohne Sexualität, ohne die Sexualorgane, gäbe es uns gar nicht. Das ist unser Steuerungstool. Und wir spalten das total ab oder reduzieren es allein auf Geschlechtsverkehr. Dabei würde es uns auch helfen, eben für uns selbst, für Wohlbefinden zu sorgen. Ja. Ja, ich habe ja auch beide Bücher gelesen, oder jetzt sind es schon unterdessen 3, aber du hast es auch noch hier, wo du wirklich den Leser mit reinnimmst, nicht nur in die Technik und wie es ist, sondern auch in die Theorie, wie die Schwellkörper überhaupt funktionieren, also ein sehr breites Wissen und dann aber auch sehr nah dran, wie das im Alltag aussehen kann. Genau. Also in der Partnerschaft. In diesem Buch hat es auch Techniken drin, die helfen können, sagen wir mal, Sexualität so zu begreifen und zu einer Gewohnheit werden zu lassen, damit es dann weniger anfällig wird, wenn was ist. Also dass man die Medizin dann auch einsetzen kann, wenn es gerade nicht so gut läuft. Ja, genau. Und das hat sehr viel mit dem Beckenboden zu tun, wenn ich sage, in Bewegung kommen, das sind ganz kleine Bewegungen. Und die Kombination von Stimulation und Bewegung und natürlich auch ein bisschen Vorschläge, wie man stimulieren könnte. Und das sind zum Beispiel auch Dinge, die eine Sexualität bereichern können und möglich machen, dass man sie auch noch lebt, wenn gar nicht mehr alles funktioniert. Da wäre zum Beispiel das Riesenthema Männer, Erektionsstörungen, Prostataoperationen, all diese Dinge, dass eben nicht Sexualität einfach aufhört, wenn Penetration nicht mehr geht, sondern dass Sexualität viel, viel mehr ist und wir nicht einfach keine sexuellen Wesen mehr sind, nur weil der Penis nicht mehr steht. Ja. Und die Frau eben lernen muss, dass sie auch ein sexuelles Wesen ist und mit ihrer Sexualität zu leben lernt. Ja. Und nicht einfach irgendwann sagt, ja, jetzt habe ich meine Kinder, jetzt brauche ich keinen Sex mehr. Ja. Genau. Ja, und jetzt haben wir viel auch über Partnerschaft gesprochen, aber es gibt natürlich auch sehr viel erkrankte Singles, die sich nach körperlicher Nähe sehen. Und du hast es aber immer wieder schön reingebracht, auch die Selbstfürsorge ist so wichtig. Und wo es nicht unbedingt um den Sex geht, also die Penetration, so wie wir sie kennen, sondern mehr um die Berührung, also in den Arm genommen zu werden. Ja, du willst auch in den Arm genommen werden, gell? Mein Hund ist da unten. Ich hoffe, er stört nicht vom Ton her. Genau. Und hast du auch da noch Gedanken dazu? Gerade wenn jemand alleine ist und in solchen Krankheitsphasen und sehr einsam ist und sowieso nicht in das Außen gehen kann, so wie wir es vorher gesagt haben. Was gibt es da für Möglichkeiten für diese körperliche Selbstfürsorge? Ja. Also ich hatte einige Single-Menschen in der Beratung auch schon. Die Einsamkeit würde ja sagen, da gibt es auch keine anderen menschlichen Kontakte. Das ist aber nicht bei allen Singles so. Und selbst die viele Freunde haben, müssen dafür sorgen, dass sie genügend Nähe und Zärtlichkeit bekommen. Und ich glaube, da ist wichtig, dass Single dieses Bedürfnis auch mal anmelden. Also, dass sie auch einer anderen Freundin oder einem Freund oder so mal sagen, weißt du, nimm mich einfach mal in den Arm. Irgendwie brauche ich das jetzt mal, einfach gehalten zu werden. Und ich kenne Single, wo das ganz gut funktioniert. Aber wenn ich natürlich keine Freunde habe und mit der Krankheit immer einsamer werde, dann ist das schon ein Problem. Und da
ich denke, eine Möglichkeit ist natürlich auch, eben es gibt ja diese Berührungsangebote. Da muss man vielleicht schauen, passt das für mich oder nicht? Möchte ich das überhaupt oder nicht? Auch, ist natürlich auch die Können Frage, ja auch Massagen sein. genau, oder es so. können Ja. ganz normale Massagen sein, medizinische Massagen oder Wohlfühlmassagen. Und was aber auch wichtig wäre, dass jetzt auch das nicht einfach auszulagern, sondern sich regelmäßig Zeit zu nehmen, sich zu Hause schön zu machen, schönes Licht, Musik, bequem, sich nackt irgendwie wo hinzulegen und sich selbst zu berühren. Und ich glaube, da können wir, wenn uns das komisch erscheint, dann können wir einfach mal zu den Kleinkindern hinschauen. Die berühren sich selbst. Ganz natürlich, das ist wie ein Reflex. Wenn man Kinder nackt auszieht, berühren sie sich. Und sie berühren sich auch genital. Und das hat bei Kleinkindern nichts Sexuelles, aber man sagt zum Beispiel auch durch Selbstberührungen lernen Kinder mit sich selbst Zärtlichkeit. Das ist das, was sie dann auch geben können oder eben auch entgegennehmen können, weil das ist auch was oft Menschen nicht können, Zärtlichkeit überhaupt entgegennehmen. Und ich glaube, dass es für Singles wichtig ist, dem tatsächlich Priorität zu geben, sich selbst zu berühren, das schön finden, sich vielleicht eben auch erlauben, das erotisch zu finden und so die Bedürfnisse zu stillen. Ja. Und zwar nicht, das ist jetzt vielleicht ein Appell an vor allem viele Männer, nicht das einfach mit Pornografie zu füllen, dieses Vakuum, weil die meisten Männer, die ich gesehen habe in der Beratung, die extrem Pornos konsumiert haben, die haben praktisch kein Gespür für sich selbst. Weil es so extrem im Außen ist. Genau, weil es so extrem im Außen ist, weil man es nicht mit sich in Verbindung bringt. Und das ist ja das Schwierige, dass wir Menschen keine Beziehung aufgebaut haben zu unserem Körper. Ja. Und das rate ich Singles sehr, dass sie eine Beziehung zu ihrem eigenen Körper aufbauen und dem auch selbst wohltun können. Und dann gibt es Tätigkeiten, die indirekt mit Berührung zu tun haben und trotzdem denselben Effekt haben. Also sagen wir mal, schwimmen zu gehen und seinen Körper spüren, in die Sauna gehen, nackt den Wind über den Körper streichen lassen und vielleicht auch sich austoben im Sport, einfach sich spüren, ist auf eine Art auch Berührung geben und nehmen. Aber ich glaube, das braucht wie auch das Denken dazu, dass wir das so in Verbindung bringen. Ja. Ja. Gut, liebe Veronika, wir sind am Ende unseres Gespräches angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die Gerne. Fragen. Ist dir abschließend noch etwas sehr wichtig für dieses Thema? Mir ist wichtig, dass wir lernen, dass der Geist und der Körper ebenbürtig sind und dass beides genauso wichtig ist. Und wir leben im Westen in einer Kultur, die sehr kopflastig ist, die sehr geistlastig ist. Wenn es noch um Religion geht, dann ist es dann noch vergeistlicht. Und dass wir etwas von dem nicht nützen, das uns gegeben ist,
wenn wir nicht beachten, dass der Körper genauso viele Ressourcen für uns zur Verfügung stellt wie der Geist. Und dass die eigentlich zusammen funktionieren. Ja. Das ist mir wichtig. Ja, vielen Dank, Veronika, für deine Zeit, für deine ehrlichen Antworten auf diese Fragen. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es werden auf diesem Kanal noch ebenso spannende Themen behandelt mit genauso kompetenten Spezialisten wie Veronika Schmidt heute. Und damit ihr wirklich keine Videos verpasst, gebt uns ein Like und vor allem abonniert den Kanal. Bis dann. Ciao.